Hallo und herzlich willkommen auf dem PLW History Kanal. Heute reden wir über die württembergischen und bayerischen Gebirgstruppen im Ersten Weltkrieg. Dazu haben wir uns Besuch eingeladen. Das ist zum einen der Bernd Ferle vom Bekleidungseind 13 und der Ralf Bäuerle. Die beiden werden uns heute einiges über dieses Thema erzählen. So Bernd, wir sind ja heute hier, um unter anderem auch über die Geschichte der Gebirgsformation zu sprechen. Wie war denn die Geschichte, wie ist denn das Ganze entstanden? Also ursprünglich waren keine speziellen Gebirgstruppen in der deutschen Armee vor dem Ersten Weltkrieg geplant, weil die bekannten Pläne der Verteidigung, vornherein der Schlieffenplan, sah vor, dass jegliche Kampfhandlungen im flachen Terrain stattfinden. Außerdem war man mit den starken Bündnispartnern Österreich-Ungarn und Italien. Beide unterhielten schon vor dem Ersten Weltkrieg spezielle Gebirgstruppen. Fühlte man sich bestens versorgt im Falle, dass es irgendwo im Gebirge zu Verteidigungsfall kommt. Die Geschichte hat uns aber was ganz anderes gelehrt. Wie wir wissen, ist der Erste Weltkrieg rasch in einen Stellungskrieg verwandelt worden und die Front verlief an der Westfront dann bekanntlichermaßen ja auch über die Höhenzüge der Vogesen. Und so wurde bereits im Herbst 1914 die Notwendigkeit gesehen, spezielle Ausrüstung, spezielle Gebirgstruppen an diesen Frontabschnitt zu schicken. Die ersten Anregungen an das Württembergische Kriegsministerium erfolgten da schon Anfang Oktober, fanden aber nicht viel Gehör. Letztendlich kam es dann doch Anfang Dezember zur Aufstellung der ersten württembergischen Schneeschuhkompanie, Schneeschuhkompanie 1, gleichzeitig auch in Bayern zum ersten Schneeschuhbataillon Bayern. Und beide Truppenteile wurden speziell ausgerüstet, ausgebildet und kamen dann über den Winter bis in den Januar, Februar an die Front in die Hochvogesen. Und die Berichte zeigen, dass die ersten Kampfhandlungen zwischen diesen Spezialtruppen, französische Alpenjäger und deutsche Gebirgstruppen, ungefähr Ende Januar, Anfang Februar stattfanden. Interessant ist anzumerken, dass man ja Leute gesucht hat, die entsprechende Vorkenntnisse mitbringen, allen voran Skiläufer, Skifahrer. Und so hat man angesprochen Skiclubs, Vereine, Leute, man hat freiwillig gesucht, die vom Hobby her, vom Sport her schon entsprechende Vorerfahrungen hatten, alpine Erfahrungen, um nicht eine Truppe grundsätzlich ganz neu ausbilden zu müssen, sondern schon auf entsprechende Erfahrungen zurückgreifen zu können. Ja, aber es war ja damals auch so, dass das Skifahren auch ein Modesport war zu der Zeit. Das ist richtig. Bereits kurz nach der Jahrhundertwende war Skifahren ein immer breiterer Sport geworden, vor allem in den Alpen. Und insofern war das nichts mehr Außergewöhnliches. Das Können der damaligen Zeit war vorhanden, aber auch das Material, die Ausrüstung. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, was ist eigentlich alpine Ausrüstung und warum hießen die Truppen Schneeschuhtruppen? Ja, wir beide tragen ja am Kragen ein S, das steht für Schneeschuh, und unter dem Schneeschuh wurde damals der Ski verstanden. Schuh deshalb, weil man ja mit dem Schneeschuh, nicht jetzt unbedingt immer ans Abfahren dachte, sondern die Skier ermöglichten den Menschen das Gehen in tiefem Schnee, ohne einzusinken. Also das Vorwärtskommen im tief verschneiten Gelände. Das war auch der primäre Vorteil, wenn Soldaten im alpinen Terrain oder im Hochwinter, im Allgemeinen, kann ja auch im Flachen stattfinden, wenn die dann mit so Skier ausgerüstet sind, dann konnten die schnell auf verschneitem Terrain vorwärts kommen.
Wie war das dann mit den Skiern? Kann man das vergleichen mit den heutigen Langlaufskiern? Ja, das könnte man ungefähr so vergleichen. Auch von den damaligen doch recht simplen Bindungen her war das eher so ein Dahingleiten auf der Schneefläche. Die Skier der damaligen Zeit waren ja noch recht einfach gefertigt im Vergleich zu dem modernen Equipment, was man heute hat. Die waren komplett massiv durch aus Holz und hatten auch keine besonderen Bindungen. Einfach nur mit Lederriemen wurde der Schuh befestigt und damit konnte man natürlich nicht so rasant abfahren wie heutzutage. Auch die Stöcke aus Haselnussmaterial gefertigt oder aus Bambus, was halt zur Verfügung stand. Man muss ja wissen, es gab ja in den militärischen Depots keine speziellen militärischen Skier, sondern man musste bei der Eile, in der die Truppe aufgestellt wurde, auf zivile Gegenstände zurückgreifen, auf zivile Skier, die man sich aus Vereinen oder aus Sporthäusern beschafft hat und die dann auch unterschiedlich waren in der Ausführung. Da musste man viel improvisieren. Ne? Ein ebenfalls sehr nützlicher Ausrüstungsgegenstand im winterlichen Gebirge war der Schneereif, den man sich um die Schuhe binden konnte und dann eben auch im Tiefschnee nicht so tief eingesunken ist. Ein weiter nützlicher Ausrüstungsgegenstand der Gebirgstruppe war die sogenannte Alpenstange, eine massiv hölzerne Stange von entsprechender Länge mit einer Metallspitze, die als Geh- und Steighilfe im alpinen Terrain nützlich und für sicheres Gehen gesorgt hat. Wenn es dann noch alpiner wurde, auch Eispickel, die damals auch in der Pionierzeit des Alpinismus Anwendung fanden. Und natürlich auch Seile, damals noch aus Hanf hergestellt, mit denen die Truppe dann abseilen lernte, sowohl Material wie aber auch Soldaten, die sich an steilem Gelände abgeseilt haben. Bernd, die nächste Frage, die sich natürlich mir und auch dem Zuschauer stellt, ist, warum sieht die Uniform so anders aus als die der Infanterie? Es war klar, dass die neu aufgestellten Gebirgstruppen eine neuartige Bekleidung brauchen, die mehr Bewegungsfreiheit zulässt im alpinen Terrain, im schwierigen Gelände und gleichzeitig auch besser vor Witterungseinflüssen schützt. Man hat dabei dann auf militärische und auf zivile Einflüsse in der damaligen Bekleidung zurückgegriffen und daraus ist diese Schneeschuh-Litewka, diese Ski-Litewka, wie wir sie tragen, entstanden. Der Schnitt dieser Litewka ist recht simpel und für die damalige Zeit kommod und praktikabel gestaltet durch das Aufsetzen von Brusttaschen und das Anbringen von Taschen im Schoßbereich. Gab es sehr viel Stauraummöglichkeiten für die Soldaten. Der Kragen ist recht breit gestaltet, vor allem meiner hier, der frühen Litewka von 1914. Du trägst schon die von 1915, 16. Und hochgeklappt bot der natürlich dem Soldaten einen optimalen Wetterschutz. So entstand für die Truppe ein durchaus für die damalige Zeit praktikables Kleidungsstück und was für den alpinen Einsatz gut tauglich war. Die Kappe, wie ich sie hier trage oder wie auch Bernd sie trägt, gab es natürlich vorher nicht in der Armee. Wurde die dann extra für die Gebirgstruppen eingeführt? Wir waren natürlich auch auf der Suche nach einer idealen Kopfbedeckung und hat sich bei der Entwicklung der Schneeschuhkappe an der Idee, an der Ausführung der K&K-Kappen
orientiert. Die waren sehr kommod geschnitten und sehr praktikabel durch einen breiten Schild, der vor allem das Gesicht von der Sonne schützt. Und dann war aber auch die Möglichkeit, oder es bestand die Möglichkeit, dass man diesen Nackenschutz herunterklappen konnte und so über die Ohren einen Witterungsschutz machen konnte. Das Ganze war vorne mit 2 Knöpfen versehen. Und konnte dann so aussehen. Also schützt ziemlich gut die Ohr- und die Halspartie vor Witterung. Über die Jacke haben wir ja bereits gesprochen. Und dann würde ich sagen, kommen wir als nächstes zur Hose. Was gab es da für Modelle? Es gab grundsätzlich mal die Infanteriemodelle. Die musste man dann aber etwas größer wählen, um die entsprechende Bewegungsfreiheit zu haben. Du hast jetzt noch das Jägerinfanteriemodell an. Ich trage hier schon eine sogenannte Stiefelhose. Dieser Schnitt war ursprünglich gedacht zum Beispiel für MG-Truppen. Die Stiefelhose unterscheidet sich zur Infanteriehose, dass sie im Knie- und Wadenbereich bereits vorgeformt ist und sich im Wadenbereich auch stärker verjüngt, was das Tragen von Wickelgamaschen von Vorteil macht. Diese Hosen waren dann im oberen Bereich auch sehr bequem, konnten auch mit einem zusätzlichen Gesäßbesatz oder auch mit einem Kniebesatz versehen werden und waren deshalb sehr robust im Gelände, im felsigen Terrain oder in Eis und Schnee. Kommen wir als nächstes zu den Schuhen. Die waren nämlich bei den Gebirgstruppen im Gegensatz zu dem Marschstiefel oder dem gängigen Schnürschuh auch was Besonderes. Ja, auf jeden Fall. Die bis damals gebräuchlichen Marschstiefel oder Schnürschuhe waren natürlich für den winterlichen Terrain in den Hochvogesen überhaupt nicht geeignet. Deswegen behalf man sich mit aus dem zivilen Bereich beschafften Bergschuhen, die damals stark benagelt waren, vor allem im Randbereich der Sohlen kräftig benagelt waren, was dann im vereisten oder felsigen Terrain für den entsprechenden Halt beim Steigen hoch oder runter Halt gaben. Ne? Wahrscheinlich auch dafür gesorgt, dass der Verschleiß der Ledersohle ein bisschen niedriger war. Absolut, absolut. Ja. Also die normalen Marschstiefel wären in alpinen Terrain in kürzester Zeit zerschlissen gewesen und hätten auch für Unfälle gesorgt durch Abrutschen am Hang. Ja. Wie bei vielen Ausrüstungsgegenständen der neuen Gebirgstruppe gab es auch bei den Stiefeln, bei den Bergschuhen zunächst mal kein festes militärisches Muster, sondern da wurden Bergschuhe, Bergstiefel beschafft von Sporthäusern oder zivilen Schuhherstellern. Was ich mich jetzt frage, hatten die alpinen Truppen oder die Gebirgstruppen auch einen speziellen Mantel oder hat man da auch das genommen, was da war? Ja, man hat da das genommen, was da war, allerdings nicht die Mäntel der Infanterie, die boten zu wenig Wetterschutz. Man hat sich gerne bedient der damaligen Mäntel der berittenen Truppe. Die waren nämlich auf der Innenseite bereits komplett durchgefüttert, so wie später auch der Einheitsmantel M15. Diese Mäntel waren auch etwas weiter geschnitten und hatten hinten diese Rückenfalte, diese Quetschfalte. Auch das ist etwas, was wir nachher bei den M15-Mänteln wiedergefunden haben. Die Mäntel waren manchmal auch etwas länger gewählt und hatten einen größeren Kragen und somit boten sie einfach deutlich mehr Wetterschutz gegenüber den einfacher geschnittenen Mäntel der damaligen Zeit, das Modell 08 oder 1894. Ein weiterer Wetterschutz wie bei der Infanterie war die mitgeführte Zeltbahn, das Zeltblatt, entfaltet vom Rucksack oder vom Tornister.
hatte die Zeltplan das schwarze Band, die schwarze Schnur, die man zum Zeltaufstellen benutzte, mittig eingefädelt in einem Riegelkanal und mit einem kleinen Halsband konnte die Zeltbahn nun im Rücken um den Hals gelegt werden und mit der Zeltschnur in der Hüfte über der Ausrüstung fixiert, von oben noch ein Stück zugeknöpft, war der Wetterschutz fertig. Da sich das Feldgrau der Uniform ja sehr stark auch von den alpinen Wetterbedingungen, also von sehr viel Schnee und Eis, sehr doll abhebt, gab es ja auch Tarnbekleidung. Was gab es da alles? Ja, da gab es im Prinzip alles, was man überziehen konnte. Ich habe hier mal angefertigt einen Überzug für die Kappe, die wir auf dem Kopf tragen. Und so gab es auch Umhänge, ganz einfach geschnitten, die man sich überwerfen konnte. Es gab aber auch die besser gestalteten Windanzüge, die Windjacke und die Windhose. Die waren sehr raffiniert hergestellt. Die waren wendbar und hatten zwei verschiedene Farben. Einmal die weiße Seite und dann eine bedruckte Seite in einer grauen, steingrauen Farbe bedruckt, konnte Jacke wie Hose rumgedreht werden und so quasi Sommer wie Winter Anwendung finden. Ja, das ist ja super interessant, weil diese Wendejacken kennen wir ja sonst eher aus dem Zweiten Weltkriegsszenario. Und ich persönlich habe jetzt auch noch nicht gewusst, dass es sowas im Ersten Weltkrieg auch schon gab. Meiner Meinung nach wurde es da erfunden. Nachdem wir uns jetzt umfassend über die Uniformierung der Gebirgstruppen unterhalten haben, kommen wir jetzt zu der Frage, was hatten die Gebirgstruppen an Ausrüstung dabei? Ja, die Ausrüstung unterschied sich zunächst mal nicht groß von der Infanterie. Wir sehen die Patronentaschen Modell 1909. Ich trage jetzt die normalen der Infanterie. Genauso häufig haben aber auch die schmäleren der Kavallerie Verwendung gefunden, mit denen man sich natürlich im Gelände noch leichter bewegen konnte. Wir haben den Brotbeutel und die Feldflasche auf der Rückseite. Wir haben je nach Bedarf den Spaten, je nach Geländebedarf, je nach Jahreszeit oder Einsatzgebiet. Und wir haben ein kurzes Seitengewehr, das Seitengewehr 98. Und am auffälligsten tragen die württembergischen Schneeschuhtruppen die grüne Jägertrottel. Die Standardbewaffnung der württembergischen Schneeschuhtruppen war der Karabiner 98. Ursprünglich eingeführt war dieses Gewehr für die Kavallerie oder für technische Truppen und hat sich bei der Gebirgstruppe vor allem durch seine Handlichkeit und seine Kürze bewährt. Ende 1914, Anfang 1915 war die Lederausrüstung der Württembergischen Gebirgskompanie noch braun, wie wir jetzt hier an den Patronentaschen und am Koppel sehen können. Das Koppelschloss war mit Furchtlos und Treu das württembergische Koppelschloss. Alternativ trugen die Gebirgstruppen aber auch einfach einen mit einer Dornschnalle versehenen Gürtel. Der war im schwierigen Gelände noch haltbarer, hielt geschlossen und konnte auch sehr gut beim Klettern eingesetzt werden. Im verschneiten Terrain war es ganz wichtig, auch die Augen zu schützen, um nicht schneeblind zu werden. Dafür gab es spezielle Schneeschutzbrillen für die Truppe. Seitlich mit einem Gitter versehen, was für die
Durchlüftung für die Belüftung sorgte und die entsprechenden Augengläser, die die gefährliche UV-Strahlung abgehalten und gefiltert haben. Anstelle der üblichen Patronentaschen sah man auch immer wieder bei der Truppe wiederbefüllbare Patronenbandoliers aus Segeltuch, aus Baumwollstoff, die sehr praktisch waren für die Unterbringung der Ladestreifen und wie gesagt wiederbefüllt und verschlossen werden konnten. Jetzt haben wir ja schon einen groben Überblick über die Uniformierung und Ausrüstung der Gebirgstruppen verschafft. Aber wie hat sich die Uniform nun im weiteren Kriegsverlauf verändert? Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Dazu muss man wissen, dass nach dem ersten Einsatz der Schneeschuhkompanien Württemberg und Bayern, Preußen hatte in der Zwischenzeit auch welche aufgestellt, die nach dem Winter aus den Vogesen herausgenommen wurden. Die Württemberger haben ihre Schneeschuhkompanie weiter zu einem Bataillon aufgestockt. Die Bayern nach einer kurzen Verschnaufpause hatten ihre Schneeschuhbataillone in das neu aufzustellende Alpenkorps. Italien war nämlich in der Zwischenzeit im Mai in den Krieg eingetreten und die Alpenfront musste verteidigt werden. Wie wir aus der Geschichte wissen, hat da Deutschland eine entscheidend erste Rolle gespielt und in Windeseile im Ende Mai, Anfang Juni 1915 das sogenannte Alpenkorps aufgestellt. In dieses Alpenkorps wurden auch die bayerischen Schneeschuhkompanien zum Jägerregiment 3 zusammengefasst, zusammen mit anderen Verbänden und kamen an die Dolomitenfront. Das ist jetzt die Uniformjacke, die du trägst mit der entsprechenden Mütze. Wir sehen es auch an der bayerischen Kokarde. Deine Jacke ist nur geringfügig gegenüber meiner modifiziert. Ich habe noch die Schulterschnüre, die sich damals die württembergischen Truppen in den Vogesen angebracht haben, damit Gepäckstücke unter dieser Schlaufe fixiert werden konnten und nicht leicht von der Schulter rutschen konnten. Das war an der Jacke nicht mehr vorhanden. Auch fehlt jetzt hier bereits die Nummer im S, die die Kompanie angezeigt hat. Ich trage noch die 1. Die Bayern haben aber eins gemacht. Es gibt sehr viele Fotobelege, da wurden Koppelhaken der Waffenröcke hier in der Schulter eingenäht, die genauso die Funktion hatten, dass keine Riemen oder Träger von der Schulter rutschen konnten. Interessant ist auch zu wissen, dass Bayern die Sonderbekleidung Schneeschuh-Litewka sowie die Schildmütze nach 1915 nicht großartig weitergeführt hat, da die Schneeschuhkompanien im Jägerregiment 3 zusammengefasst wurden und dann in Rumänien zum Einsatz kamen, dort nach und nach normale Infanterieausrüstung und Bekleidung erhielten und insofern keine Sonderbekleidung mehr der Gebirgstruppe getragen haben. Während Württemberg das ganze Thema weiterverfolgt hat und ab 1916 die Schneeschuh-Litewka ein weiteres Mal modifiziert hat. Und das sehen wir jetzt hier beim Ralf. Eine auffällige Veränderung am Kragen. Hier wurden die S-Patten abgetrennt oder weggelassen und durch schmale Streifen in jägergrünem Besatztuch ersetzt. Auch das Knopfwerk wurde so langsam von Hornmaterial auf Weißmetall gewechselt und am Kragen wurde die Kompanienummer getragen. Da die ja sonst an der Kompanietrottel nicht sichtbar war, da die einheitlich grün war für Jägertruppe. Auffällig für diese spätere Litewka Württembergs sind die Schulterwülste. Die sollten, wie meine Schnüre,
oder eventuell Deinehaken das Herunterrutschen von Trägern verhindern. Diese Schulterwülste sind keine neue Erfindung, sondern die sind bereits in der alten württembergischen Uniformierung vor der Anpassung an Preußen gewesen. Und diese Idee hat man sich zurückgeholt und diese Idee gab dann quasi das charakteristische Aussehen dieser Litewka des württembergischen Gebirgsbataillons ab jetzt bis zum Ende des Krieges. Welche Veränderungen sehen wir jetzt an der Uniformierung und Ausrüstung des württembergischen Gebirgsschützen ab 1916? Die Litewka haben wir gerade eben schon besprochen. Die Ausrüstung, wir sehen ganz deutlich, in der Zwischenzeit wurde das Leder vorschriftsmäßig geschwärzt. Das Koppelschloss war aus Sparmetall, aus Stahl und feldgrau lackiert. Leider verschwand auch zunehmend die bei der Truppe beliebte Schirmkappe und wurde durch den Tschako ersetzt, der das württembergische Feldzeichen trug und den Stern der Württemberger auf dem Helmbeschlag. Zur übrigen Ausrüstung haben wir jetzt hier auch die Gasmaske, die notwendig war, da die Truppen jetzt häufiger auch an den Westfront- oder Ostfrontabschnitten zum Einsatz kamen, wo sie selbstverständlich auch Gasschutz benötigten. Der Brotbeutel der Infanterie mit der Feldflasche, das Seitengewehr und alternativ zum Spaten die Beilpicke. Kommen wir zum Gepäckstück auf dem Rücken. Idealerweise wurden Rucksäcke beschafft und bei der Truppe getragen. Später gab es auch militärische Modelle, die als Muster vorgeschrieben waren. Immer wieder aber auch beim normalen Infanterieeinsatz waren die gebräuchlichen Tornistermodelle im Einsatz. Hier in diesem Fall ein Ersatztornister ohne sperriges Holzrahmengestell, der dann ebenfalls rucksackähnlich zu tragen war. Nach dem Wintereinsatz in den Vogesen im Frühjahr 1918 wurde das württembergische Gebirgsbataillon aus den Vogesen herausgenommen und nahm an Kämpfen in Frankreich, in Nordfrankreich teil. Und wie damals üblich gehörte auch zum württembergischen Gebirgsbataillon die normale Infanterieausrüstung. Stahlhelm, Gasschutz waren unverzichtbare Ausrüstungsgegenstände und ergänzten die übrige Spezialausrüstung dem württembergischen Gebirgsbataillon. Gegen Ende 1918, kurz vor Kriegsende, wurde das Bataillon noch zum württembergischen Gebirgsregiment aufgestockt und trat als Regiment die Heimreise nach Deutschland nach dem Waffenstillstand an. So, wir haben jetzt das Allerwichtigste über die Geschichte und die Ausrüstung geklärt. Mich würde jetzt noch interessieren, ich habe gelesen, dass das ganze Regiment bzw. die Gebirgsgruppe auch in Verdun gekämpft hat. Stimmt das? Ja, aber gegen Ende des Krieges bei den Rückzugkämpfen in Nordfrankreich und in Frankreich im Allgemeinen. Während des Krieges war die Württembergische Schneeschuhkompanie, später dann aufgestockt zum Bataillon, auch mal eine ganze Zeit nach den ersten Winterkämpfen von 14:15 in Münzingen zum Aufstocken aufs Bataillon und zur Fortbildung und Ausbildung in allgemeine alpine Tätigkeiten. Man war auch immer wieder in Tirol oder im Allgäu zum Training. In den Jahren 16, 17 wechselte quasi der Einsatz immer zwischen Vogesen und der rumänischen Front, Karpaten auch
Gebirgsgebiet. Im Spätsommer 1917 wurde das Gebirgsbataillon nach Kärnten, Österreich, verlegt, um sich dort vorzubereiten für die große Offensive, die Ende Oktober dann die Durchbruchsschlacht am Isonzo brachte. Und dabei hat sich ja das württembergische Gebirgsbataillon seine Sporen verdient unter Leutnant Erwin Rommel, dem späteren Wüstenfuchs, mit der Erstürmung des Matajur. Und anschließend hat das Gebirgsbataillon die italienischen Truppen über den Tagliamento bis rein nach Udine und an den Grappa, an den Piave weiterverfolgt, wurde dann dort, wie alle anderen deutschen Truppen, während des Winters 17 auf 18 herausgenommen, um sich für die große Michaelsoffensive im Westen an der Westfront vorzubereiten. Ja. Dort verblieb das Bataillon dann auch hauptsächlich und nahm an Kämpfen in Nordfrankreich und an Rückzugskämpfen auch um Verdun teil, um dann bis Ende 1918, Anfang 1919 in die Heimat zurückzukehren. Nach dem Waffenstillstand vom 11. November 1918 erfolgte dann auch der Rückmarsch des Württembergischen Gebirgsregiments ab dem 14. November und bis zum 24. Dezember 1918 war der Rücktransport der restlichen Truppenteile an die Standorte Isny und Leutkirch im Allgäu abgeschlossen. Noch ein, zwei Sätze zum Abschluss. Ihr fragt uns immer wieder, wo wir Uniformen und Ausrüstung unserer Darstellung kaufen. Das ist der Moment, wo ich euch sagen kann, wenn ihr die Erste Weltkriegsuniform kaufen wollt, wie ich sie trage, entweder in diesem Moment oder in den anderen Videos, dann könnt ihr euch an das Bekleidungsamt 13 wenden. Das ist die Firma, die Bernd Ferle gehört, und er ist der Schneider dieser Uniformen. Der hat eine sehr, sehr tolle Internetseite, die heißt auch bekleidungsamt13.de. Das ist auch zur Recherche für den ersten Einstieg in das Hobby eine sehr, sehr gute Seite, da dort alle Uniformen und Anzugsarten von 1907 bis 1918 sehr gut beschrieben werden. Und in dem Sinne sage ich auch gleich, Bernd, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Wenn wir von der Ausrüstung reden, sprich alles, was mit Leder zu tun hat, oder um genauer zu sein, alles, was mit Koppel und was an das Koppelgehör zu tun hat, dann könnt ihr euch an Ralf Bäuerle wenden. Bei dem kaufe ich zum Beispiel solche Sachen wie den Leibriemen. Die sind in einer sehr guten Qualität ebenso gefertigt, in wertvoller Handarbeit. Ralf könnt ihr jederzeit auf Facebook anschreiben. Der wird euch dann dementsprechend eine Produktpalette zukommen lassen, was er anbietet, und dann dementsprechend auf euren Wunsch diese Sachen anfertigen. Beide Namen sowie auch die Internetseiten werden wir natürlich unten in der Videobeschreibung verlinken. Ich hoffe, euch hat dieses Video über die württembergischen und bayerischen Gebirgstruppen gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Like, einen Kommentar und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, im Namen aller verabschiede ich mich bei euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.